Einfach unglaublich. Vor so einer Bundestagswahl nämlich werden Versprechungen gemacht, Sprüche geklopft, Argumentationen geliefert, warum man für diese Menschen ihre Stimme geben sollte. Aber kaum gewählt, kaum die Bundestagswahl abgeschlossen, ist das Versprechen vergessen. Und das trifft auf einige zu, vor allen Dingen auch auf unseren designierten Bundeskanzler Friedrich Merz. Er hat ja einen ganz, ganz großen Plan, den er natürlich hier für Deutschland verwirklichen muss oder soll oder auch möchte. Aber wir haben natürlich im Gegenzug auch eine Opposition mit der AfD, mit Alice Weidel und dem Kruppalla. Und dementsprechend diese Opposition ist organisiert und wird sich im Laufe der Zeit sehr stark weiterhin positionieren. Und die Ziele der AfD sind klar strukturiert. Dazu gleich mehr in diesem Video. Kommen wir aber zu einem faktischen Beispiel. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, vor wenigen Tagen und Wochen wurde natürlich alles dafür getan, um Stimmen zu bekommen. Und auch Olaf Scholz, der aktuelle noch Bundeskanzler, hat natürlich gemerkt, dass er irgendwas mit der Auslandspolitik, der Migrationspolitik ändern muss. Und was ist dann passiert? Es wurden Flugzeuge angeblich vollgepackt mit afghanischen, mit irakischen oder sonstigen Flüchtlingen und wurden wieder abgeschoben in ihr Heimatland. Und abgeschoben werden sollten natürlich Menschen, die sich in Deutschland nicht benehmen können, beziehungsweise extrem strafanfällig geworden sind, beziehungsweise auch wirklich schlimme Taten in Deutschland gemacht haben. Das ist ähnlich wie in anderen Ländern auch. Du kannst ja nicht in einem Land bleiben, wo du Straftäter wirst. Dann wirst du abgeschoben als Ausländer. Das ist überall so auf der Welt. Nein, aber Deutschland dreht den Spieß anscheinend um. Und da gibt es unter anderem einen Wutbrief von dem hessischen Innenminister, denn er schreibt, wir schieben Frauen und Kinder ab, anstatt Straftäter. Und das ist ein großes Problem. Kein einziger gemeldeter Krimineller im Abschiebeflieger. Der Artikel ist schon ein bisschen älter, vor der Wahl ist der entstanden. Am frühen Montagmorgen hob eine türkische Passagiermaschine in Hannover mit 47 abgelehnten Asylbewerbern aus 11 Bundesländern in Richtung Irak ab, darunter Frauen, integrierte Menschen, aber kaum Straftäter. Und dazu schrieb der Innenminister von Hessen, bei den ausgewählten Personen handelte es sich überwiegend um Personen mit Pässen bzw. Reisedokumenten, die sich auf freiem Fuß befanden und zum Teil auch ihre freiwillige Ausreise angekündigt hatten. Also die sind freiwillig sozusagen auch noch, haben sich sozusagen gemeldet. Und Hessen, so schreibt der Innenminister, hatte im November 250 straffällig gewordene abgelehnte Asylbewerber gemeldet. Eine nicht unerhebliche Zahl war in Haft. Im Januar stimmte die Türkei der Rückführung von 98 Straftätern zu. Und von diesen 98 priorisierten Personen saß keine im Flugzeug. Und das ist natürlich heftig. Und das ist aber das, warum dann auch hier ein Olaf Scholz nochmal vorher die Werbetrommel gerührt hat und gesagt hat, ey, das deutsche Volk, ja, wir müssen die Migrationspolitik, die innere Sicherheit, wir müssen das in Ordnung bekommen und dementsprechend muss er auch dann handeln, damit er ja ein bisschen Stimmen bekommt. Aber was ist jetzt passiert, kurz nach der Wahl? Schau dir das an. Ein Flugzeug mit 155 Afghanen in Berlin gelandet. Flüchtlinge und Ortskräfte. Der nächste Flieger mit afghanischen Flüchtlingen ist in Deutschland gelandet. Am Dienstagvormittag um 10:15 Uhr setzt die Maschine am Flughafen Berlin auf. An Bord Flüchtlinge und sogenannte Ortskräfte, also Afghanen, die bis zum Abzug der Bundeswehr im Jahr 2021 für Deutschland gearbeitet hatten. Und der nächste Flug aus Pakistan mit afghanischen Flüchtlingen soll nach den Informationen von Bild Anfang März in Deutschland ankommen. Und aus der Union kommt Kritik an diesen Flügen, denn der erste Parlamentsgeschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion, Thorsten Frey, mahnte nämlich, statt Afghanen abzuschieben, hole die Bundesregierung immer neue Afghanen ins Land. Und das ist krass. Jetzt kann man natürlich sagen, Olaf Scholz trifft in dem Fall noch die Entscheidungen, nicht der Friedrich Merz, weil er ja noch nicht Bundeskanzler ist, dementsprechend noch nicht die komplette Gewalt sozusagen hat, baut aber trotzdem jetzt schon Bockmist ohne Ende und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Letztendlich der Plan von Friedrich Merz ist natürlich ganz klar die Sicherheit in Deutschland.
Und wie macht man das? Indem man natürlich seine Grenzen schließt, beziehungsweise besser kontrolliert. Und das war ja eigentlich sein Plan, oder nicht? Hast du deswegen Friedrich Merz gewählt, unter anderem für eine bessere Migrationspolitik? Lass es mich unbedingt wissen und schau dir jetzt dieses Video an, damit du auch hier nochmal auf den Boden der Tatsachen kommst und das immer hinterfragst, was Politiker denn noch wirklich sagen, von sich geben, weil das ist persönlich schon sehr, sehr heftig. Das ist Wählertäuschung und das ist krass. Ich werde im Fall meiner Wahl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland am ersten Tag meiner Amtszeit das Bundesinnenministerium im Wege der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers anweisen, die deutschen Staatsgrenzen zu allen unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen. Es wird ein faktisches Einreiseverbot in die Bundesrepublik Deutschland für alle geben, die nicht über gültige Einreisedokumente verfügen oder die von der europäischen Freizügigkeit Gebrauch machen. Das gilt ausdrücklich auch für Personen mit Schutzanspruch. Ich will auch noch mal einmal sehr deutlich sagen, niemand von uns spricht über Grenzschließungen. Niemand. Obwohl das im Wahlkampf streckenweise behauptet worden ist. Niemand von uns will die Grenzen schließen. Wir freuen uns auf die neue Legislatur. Sie merken, bei uns ist die Stimmung extrem gut. Wir sind doppelt so groß und doppelt so effizient, was Sie an der Schnelligkeit hier sehen. Wir haben einen geordneten Laden, wir haben eine geordnete Fraktion, was man von allen anderen Fraktionen eben nicht sagen kann. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Tino Kruppalla und dem neu gewählten Fraktionsvorstand. Und ja, wir werden sehen, was die nächste Legislatur bringt. Friedrich Merz hat in weniger als 24 Stunden seine Hauptwahlversprechen über den Haufen geworfen. Wir bekommen instabile Verhältnisse in Deutschland und wir werden nicht mehr 4 Jahre warten müssen, bis das Ganze wieder auseinanderbricht. Und wir haben uns heute zum Ziel gesetzt, innerhalb dieser Fraktion durch unsere Oppositionsarbeit als Oppositionsführer im Deutschen Bundestag in den nächsten Jahren die CDU als stärkste Kraft zu überholen. Das ist unser Ziel und das werden wir auch erreichen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.